Und jetzt nach ein, zwei Jahren saß sie vor mir und strahlt mich an und sagt, Herr Häusler, ich lebe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich darf jetzt sogar eine Gemeinschaft leiten. Ich bin so glücklich. Und dann weiß ich, die Arbeit, die ich jeden Tag tue, warum ich die tue. Herzlich willkommen zum Gottmensch Summit. Mein Name ist Stefanie Singapuri und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Dieter Häusler, dem Leiter des Bruno-Gröning-Kreises, ins Gespräch gehen darf. Lieber Herr Häusler, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit mir, ja, einen Raum zu füllen, von dem wir noch nicht genau wissen, was wir darin finden und was für jeden Einzelnen, der uns hier erreicht, zu finden ist. Aber wir gehen mit der Intention von Liebe und Frieden und Hingabe hinein und da freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, erstmal guten Morgen bzw. guten Tag nach Singapur. Ich freue mich auch und möchte mich erstmal bedanken bei Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben als sozusagen Vertreter des Bruno Gröning Freundeskreises. Und ja, freue mich auf das Gespräch. Ja, wir werden sicher ganz vieles auch über den Bruno-Freundeskreis erfahren und die Lehre von Bruno Gröning. Aber als Eingangsfrage frage ich immer ganz gerne mal, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie dieses Wort Gottmensch hören? Gottmensch selber ist eine Vokabel, die Bruno Gröning so direkt nicht verwendet hat. In meinem Sprachgebrauch ist es jetzt auch nicht wirklich, aber Gott, Mensch, Bruno Gröning hat immer gesagt, der Mensch ist göttlich. Er kommt von Gott, ist ein Geschöpf Gottes. Und letztendlich hat er gesagt, der Mensch ist ein Kind Gottes. Und für mich persönlich ist das so etwas Schönes, Beruhigendes, zu wissen, da ist ein Papa, ich darf Kind sein. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin, perfekt bin, muss es auch nicht sein. Mein Papa freut sich, wenn ich wachse, wenn ich mich entwickle. Und über vieles guckt er auch einfach mal drüber hinweg. Hm. Und so fühle ich mich. Und das war das Verständnis auch von Bruno Gröning, dass wir Kinder Gottes sind und als solche auch von Gott alles bekommen, was wir brauchen für unser Leben. Er gibt uns alles und er ist kein Bettelmann. So schön, ganz warmes Gefühl, was da Ihre Worte begleitet. Tja, sind wir eigentlich schon mittendrin und mich interessiert und ich möchte auch gerne, so gerne für die Zuschauer einfach da zugänglich machen. Herr Häusler, Sie sind auf dem Weg Ihrer Bestimmung, also jedenfalls sehe ich es so. Sie können ja mal sagen, wie Sie das wahrnehmen, aber Sie sind da so hingebungsvoll im Wirken für so, so viele Menschen weltweit im Auftrag Bruno Gottes als Stellvertreter für ihn. Ähm, Würden Sie mit uns ein bisschen teilen, wie sind Sie dazu gekommen? Also wie war Ihr Weg in diese Bestimmung? Ja, wenn ich heute mein Leben so betrachte, da würde ich sagen, Fisch im Wasser. Also ich fühle mich in meinem Element. Mhm. Aber wie ist das gekommen? Ich erinnere mich so gut an die Zeit zurück, als wir noch Jugendliche in der Bruno-Gröning-Gemeinschaft waren. Wir hatten Jugendtagungen und haben viel über das Göttliche gehört, über die Entwicklung des Menschen und die Menschheit. Aber wir haben auch gehört, wie viel es noch im Argen ist. Und ich habe immer so den Wunsch gehabt, ich möchte mit dabei sein, wenn die Welt gerettet wird. Und ich habe meine Mutter immer bewundert, weil ich gesehen habe, das, was sie in sich trägt, was sie spürt, das tut sie einfach. Und da fragt sie nicht links und rechts, sondern sie tut es einfach. Und damals war auch diese Frage groß im Raum gestanden, was ist unsere Lebensaufgabe? Und ich wusste genau, wenn man angekommen ist in seiner Lebensaufgabe, dann fühlt man sich einfach zu Hause und wohl und am richtigen Platz. Und ich wollte es einfach damals auch, meine Lebensaufgabe. Und die Lebensaufgabe selber, die ändert sich. Ich hatte damals meine Mutter in der großen Hoffnung gefragt, nun sag mir doch meine Lebensaufgabe. Und ich weiß doch ganz genau, sie hat damals gesagt, studieren.
Und das wollte ich gar nicht so gerne hören. Ich wollte das Studium schnell beiseite tun und eigentlich die Welt retten. Aber damals wusste ich, sie hat recht. Und bei ihr war es auch so, sie hat auch eine Zeit gehabt, wo sie in ihrer Bestimmung 5 Kinder Windel gegeben hat, Fläschchen gegeben hat, Kindergarten und so weiter. Und das war zu dieser Zeit ihre Lebensaufgabe. Aber es hat sich dann, Stück um Stück hat sich das geändert. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, wow, das, was ich jetzt mache, mache ich gerne. Das tue ich von innen heraus. Da muss mich keiner zu schieben, wie bei vielen anderen Dingen. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann hier in Bayern die Gemeinschaften eine nach der anderen oder die sich entwickelt haben und sich Bayern gewachsen ist im Freundeskreis, da habe ich gemerkt, ja, das ist schön. Und mit den Freunden dann auch zusammenarbeiten, dieses Werk, dieses göttliche Werk aufbauen. Das heißt, die Lehre von Bruno Gröning und dieses Wissen um diese göttliche Kraft, um diesen Heilstrom, um dieses alles reinigende Prinzip, was uns Bruno Gröning ja gegeben hat, das weiterzugeben, das wurde mir immer mehr war das einfach eine Passion. Und ja, als meine Mutter dann im Jahr 2007, also auch schon wieder einige Jahre her, heimgegangen ist, da hat sie mich vorher gefragt, ob ich dieses Werk einmal übernehmen würde. Und ich weiß noch, ich habe gedacht, ja, ja, mache ich. Mhm. Und es hat aber nicht lange gedauert. Dann dachte meine Frau zu mir, Dieter, was ist los mit dir? Du bist so niedergeschlagen. Du machst gar keine Witze mehr. Du bist nicht mehr, wo ist dein Humor? Wo ist das alles? Und dann habe ich erst realisiert, dass mich das unbewusst gedrückt hat, diese Verantwortung, diese Aufgabe, einen Freundeskreis, der weltweit aktiv ist und Menschen in über 130 Ländern betreut, sowas zu leiten. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich mache es doch nicht. Und dann war mir leichter. Dann sagt meine Frau, wow, jetzt bist du wieder der Alte. Ja, und es hat nicht lange gedauert. Das waren ein paar Wochen. Da hat sie mich wieder gefragt, Dieter, übernimmst du den Freundeskreis? Weil bei ihr lief ja die Uhr dann auch schon irgendwann mal langsam ab. Mit 85 Jahren denke ich, da sollte man an die Zukunft auch denken, wie es weitergeht. Und dann habe ich wieder gesagt, ja, mache ich. Aber ich habe mich genau beobachtet. Ich dachte, das kam einfach raus dieses Jahr. Ich habe nicht drüber nachgedacht, weil die Frage auch ganz spontan kam. Und dann habe ich mich beobachtet und dann habe ich festgestellt, ich kann damit gut zurechtkommen. Das macht nichts mehr mit mir. Und dann war das für mich so, als hätte Bruno Gröning mir in der Zwischenzeit einen Schalter umgelegt, so nach dem Motto, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du es tragen. Ja, und als sie dann im September 2007 die Augen zugemacht hat, dann wusste ich, jetzt ist es soweit. Und ja, war eine spannende Zeit. Ja, was glauben Sie, was hat so diesen Switch gemacht, dass Sie erst Ja gesagt haben, dann es wieder zurückgenommen haben? Und wie können Sie irgendwie einen Moment sagen, den Sie beobachtet haben, wo sich etwas verändert hat? Oder ist es so einfach so, wie Sie es gerade gesagt haben? Ähm, Es gibt ja so viele Dinge, die wir nicht sehen können und die wir auch nicht wissen und die doch geschehen. Wir leben in einer Dimension, wo wir hier einen Körper haben, den können wir sehen und anfassen. Wir können auch noch riechen und hören auch noch, aber dann ist auch bald schon Ende. Aber es gibt so unendlich viel mehr. Und wenn ich zum Beispiel an eine Hundepfeife denke, der Mensch pfeift rein und hört nichts und der Hund kommt gelaufen. Ja. Warum? Weil wir diese Frequenzen nicht hören. Der Hund hört sie. Und so gibt es im gesamten Leben so viele Bereiche, wo unsere Frequenz einfach nicht ausreicht. Aber einer, der die Frequenzen hören kann, dem ist das alles offen. Und Bruno Gröning war eben einer, der einen unglaublich hohen Frequenzbereich hatte. Der hat das nicht nur gehört, die Pfeife, sondern der hat im Leben das alles gesehen. Da war sein geistiges Auge offen. Und ich weiß, dass wir nicht alleine sind auf der Erde, sondern wir haben um uns herum viele, viele Begleiter und die machen auch was mit uns. Die beschützen uns, die helfen uns, die fördern uns. Oder, wenn man sie von der anderen Seite hat, die ziehen uns runter. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich habe einfach, also für mich ist es im Bewusstsein so, da hat Bruno Gröning mit mir irgendetwas gemacht, um mich auf diese Aufgabe vorzubereiten, weil das nicht immer nur Picknick ist, sondern manchmal ist es knusprig, aber es ist schön.
und vor allem, wenn man weiß, was man damit bewirkt, was durch diese Tätigkeit, die ich machen darf, was man damit bewirkt. Und wenn man sieht, wie die Menschen aus ihrer Unwissenheit herausgerissen werden und vor allem dann in einen Bereich hineinkommen, wo sie dann Hilfe und Heilung erleben, wo sie Erlösung erleben aus unlösbaren Situationen oder auch körperlichen Situationen, wenn einer Schmerzen hat von Kopf bis Fuß. Und ich erinnere mich da immer an die eine Frau, die mir erzählt hat, sie hatte Schmerzen von Kopf bis Fuß, 24/7. Und kein Arzt konnte ihr helfen. Ein bisschen lindern, ein bisschen irgendwas, aber das war bei 7, 8 auf der Skala, die Schmerzen. Und sie hatte letzten Endes gesagt, ich kann nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Das ist ja dann der nächste Schritt, dass man sagt, ich kann nicht mehr und dann, ich will nicht mehr. Sie hatte abgeschlossen mit ihrem Leben, hatte alles geregelt, alles geklärt und sagt, am Sonntag werde ich dann hinübergehen. Sie hatte sich alles vorbereitet. Und dann geht sie am Sonntag nochmal vorher, sagt sie so, alles ist geregelt für meine Nachkommen, jetzt den Briefkasten noch leer machen. Den muss ich noch leer machen, dann ist alles sauber. Und dann gehe ich also hinüber. Hat sie gemacht, war ein Flyer von Bruno Gröning drin. Sagt sie, oh, Mittwoch ist der Vortrag. Ich kann mich ja auch am Mittwoch noch umbringen oder am Donnerstag. Das muss ich ja nicht heute machen. Und dann ist sie in diesen Vortrag gegangen. Und jetzt nach 1, 2 Jahren saß sie vor mir und strahlt mich an und sagt, Herr Häusler, ich lebe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich darf jetzt sogar eine Gemeinschaft leiten. Ich bin so glücklich. Und dann weiß ich, die Arbeit, die ich jeden Tag tue, warum ich die tue. Und das gibt mir eine solche Freude zu wissen, dass das bin ja nicht ich. Ich kann ja keine Menschen das Leben retten. Kann ich ja nicht. Aber ich kann behilflich sein. Ich kann sagen, guck mal, Bruno Gröning, hier ist eine Seele. Ich verbinde euch. Ja, dass diese Seele mit dem Bruno Gröning in Verbindung kommt, in Kontakt kommt. Und dann ist er derjenige, der dann wirklich durch Gott helfen kann. So Und berührend, ja. Es ist einer von so vielen Berichten, wie das Göttliche, Bruno Gröning als Mittler, ich glaube, es ist auch er nennt sich selbst wie ein Transformator, ähm, ja, durch sie und durch so viele andere Menschen, die da ganz hingebungsvoll und ja, mit Liebe im Verein wirken, im Freundeskreis, wie Menschen erreicht werden, ja, von der göttlichen Kraft und von der Hilfe. Und für alle, ich weiß, es werden sicher Bruno Gröning-Freunde zuschauen, aber auch für all jene, die noch nie was von Bruno Gröning gehört haben oder noch nie so ein bisschen tiefer mal eingetaucht sind. Was würden Sie sagen, wer war Bruno Gröning, wenn Sie es kurz fassen müssten oder etwas kürzer fassen müssten? ein Diener Gottes. Das ist die ganz kurze Form. Mhm. Mhm. Sein Leben, wenn ich ganz kurz, okay, die Vita von Bruno Gröning findet jeder auf seiner Webseite. Ja. Jeder redet rauf und runter davon. Das muss ich jetzt nicht im Detail sagen, aber er hat eine Kindheit erlebt, wo er auf diese Aufgabe vorbereitet wurde. Und das Interessante war, dass ihm diese Fähigkeit des Heilens beziehungsweise dieser Kraftweitergabe, so muss man sagen, weil heilen kann ja kein Mensch, sondern es ist immer dieses göttliche Prinzip, diese heilende Kraft. Er hatte die Fähigkeit, diese Kraft, als Kind hat er es an Tiere weitergegeben, der hat die gestreichelt und konnten wieder laufen oder hatten keine Schmerzen mehr. Und das hat er dann gesehen, dass nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen das geht. Dann hat er erlebt, dass er auch hellsichtig war, das heißt, die Zukunft vorausgesehen hat. Und das war ihm zuerst ganz normal, weil er dachte, das ist bei allen so. Aber bis er dann gemerkt hat, nee, bei den anderen ist es nicht so. Und da war so eine schöne Episode. Er war in der Schule, der Lehrer schreibt an der Tafel und der Lehrer hat den Satz noch nicht zu Ende geschrieben. Dann ruft der Bruno den Rest des Satzes durch die Klasse. Mhm. Der Lehrer war ganz überrascht. Woher weiß er das? Und dann schrieb er weiter und wieder hat der Bruno, der Kleine, den Satz
vervollständigt. Und der Lehrer war so völlig außer sich. Wie konnte er das wissen? Ja, das waren so die Anfänge und das hat sich natürlich dann weiterentwickelt. Und Bruno Gröning hat vieles in seinem Leben erlebt, ähm, was ihn auf diese große Aufgabe vorbereitet hat. Weil man muss auch eine gewisse Reife haben, um damit zurechtzukommen, so etwas zu können. Dass einem das nicht zu Kopfe steigt, dass das Ego nicht explodiert und so weiter, sondern dass man bodenständig bleibt und demütig bleibt und sich bewusst ist, es ist nicht, das bin nicht ich, sondern das ist Gott, der durch mich wirkt. Und er braucht einfach immer wieder auf dieser Erde Werkzeuge, die diese Botschaft, die Gott uns Menschen, seinen Kindern geben will, die meisten hören ihn ja nicht mehr, die ihm das nochmal weitergeben und übermitteln. Und so hat Bruno Gröning sich gesehen als Transformator, der diese intensive Kraft in sich aufnimmt und gezielt weitergeben kann an die Menschen, so wie es gebraucht wird. Und da sind wir dann natürlich bei dem wichtigsten Prinzip der Kraft, des Heilstromes. Aber vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Und so hat sich Bruno Gröning verstanden als Diener Gottes. Mein Leben heißt helfen. Und der hat das absolut selbstlos getan. Er ist als armer Mensch gekommen in die Öffentlichkeit und er ist als armer Mensch materiell gegangen. Und man hat natürlich auch vieles ihm angedichtet. Das ist ganz klar. Also wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und wenn da einer sowas kann, da gibt es immer welche, die ihm das neiden, die ihm das nicht gönnen, die das weghaben wollen und die dann auch Wege und Mittel finden, jemanden dann klein zu kriegen. Das ist nicht nur damals so gewesen, das war vor 2000 Jahren so. Und ich glaube, das ist ein Prinzip auf dieser Erde. Damit muss man einfach leben. Und Bruno Gröning konnte damit leben. Und er sagte, als er dann kurz vor seinem Heimgang sagte, ich habe meine Lebensaufgabe erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Ja, und das ist schön. Es ist eine schöne Aufforderung.